Heute möchte ich euch auf eine schöne Busfahrt durch den Harz mitnehmen. Wir starten in Clausthal-Zellerfeld und fahren nach Goslar. In Goslar möchte ich euch noch ein paar meiner Lieblingsorte zeigen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal was anderes für euch. Ich bin nämlich gerade im Harz, im Ort Clausthal-Zellerfeld und ich mache hier gerade einen Kurzurlaub. Und es ist so schön hier, da möchte ich euch gerne mal mit auf eine Busfahrt nehmen, nämlich in die nächstgrößere Stadt Goslar. Und da diese Busfahrt so schön ist, möchte ich sie euch gerne zeigen. Guck mal, hinter mir ist schönes Grün. Hinter mir beginnt schon gleich der Wald. Guckt mal, wie schön grün es hier ist. Und um zum Bus zu kommen, müssen wir jetzt einmal den ganzen Berg runter und nochmal rauf. Schaut mal, wie steil es hier runter geht. Und es ist so schön grün hier. Der Harz ist übrigens ein kleines Gebirge, das in Niedersachsen liegt und auch noch an Thüringen und Sachsen-Anhalt grenzt. Und der höchste Punkt, das ist der Berg der Brocken. So schön kann man den Berg runtergehen, um zum Bus zu kommen. Wo muss ich denn jetzt lang? Rechts oder links? Ach, ich gehe rechts. Ja, hier ist noch ein kleiner Weg. Wir haben gerade auch richtig Glück mit dem Wetter, weil vorhin ist erstmal die Welt untergegangen. Aber jetzt verziehen sich langsam die Wolken und die Sonne kommt raus. Perfekt. Die Luft hier ist ganz besonders. Es ist ein bisschen frisch, feucht und sehr angenehm zu atmen. Ich glaube, wir haben gerade so 20 Grad. Das ist die perfekte Temperatur, um den Berg rauf und runter zu gehen. Ich bin jetzt ungefähr auf der Hälfte der Strecke, um ins Tal zu kommen. Und hier ist ein kleines Seechen. Der See ist gar kein richtiger See. Das ist ein Amphibienschutzgebiet. Das schauen wir uns doch mal an. Wo bist du? Da unten. Dieses schöne grüne Seelein. Ja, die Frösche hört man jetzt nicht. Wahrscheinlich schlafen die. Ich denke mal, dass hier Frösche wohnen. Hier steht nur Amphibien und das war's. Da ist das nächste Highlight. Sightseeing Tour. Ein Brunnen. Naja, sagen wir eher eine Eisenschüssel mit ganz viel Eisen und kein Trinkwasser. Naja, doch nicht so beeindruckend. Von weitem sah er beeindruckender aus. Schaut mal, ich habe dieses tolle Biotop auf einem Parkplatz gefunden. Hat wohl ein bisschen geregnet. Ich glaube, das ist ein Zufluchtsort für Mücken. Ein stehendes Gewässer, wo sie sich schön entwickeln können. Was auch ganz normal ist hier, ich gehe gerade über ein Wohnheim von der Universität. Mein Tourguide sagte, man müsse hier langlaufen. So sieht es hier aus. Schön grün. Und da wohnen die Studenten. Ich bin jetzt im Tal angekommen und vielleicht könnt ihr sehen, wie steil das hier ist. Ah nee, auf dem Video scheint das nicht zu wirken. Aber jetzt gehen wir den Berg wieder hoch. Schaut mal, da vorne ist die schöne blaue Kirche. Ich würde es sogar das Wahrzeichen von Clausthal nennen. Sie sieht einfach toll aus. Gucken wir uns mal aus der Nähe an. Da ist sie, die Kirche. Sehr schön. Wir gehen jetzt wieder bergauf durch die Shoppingmeile. Hier sind ganz viele Restaurants und Einkaufsläden. Und ihr seht, hier ist eine 10 km/h Zone, aber es ist immer super voll befahren. Das nervt leider. Hier haben wir die Kirche noch mal aus einem anderen Blickwinkel. Sieht schon toll aus. Und der Platz drumherum ist auch schön. Das gefällt mir. Dort links ist meine Lieblingspizzeria in Clausthal. Eurodöner. Dort hinten seht ihr schon den Gipfel. Dort ist auch die Bushaltestelle.
Und so sieht die Shoppingstraße aus. Viele kleine Läden. Schaut mal, hier ist sogar schon mein Ticket. Das konnte ich sogar direkt über die Deutsche Bahn-App kaufen. Kostet für 2 Personen 2 Tagestickets nur 12,90 €. Das ist mal ein Top-Preis. Nun habe ich den Berg erreicht und die Bushaltestelle. Schaut mal, so sieht es hier aus. Von dort sind wir gekommen. Und die Bushaltestelle ist gleich rechts neben uns. Ah, da ist ja schon ein Bus. Jetzt kommen wir direkt zur Bushaltestelle. Schöne große Blumentöpfe. Dort vorne ist die Bushaltestelle. Der Kronenplatz. Man sagt, dass dieser Bus von Clausthal-Zellerfeld nach Goslar immer super voll sein soll. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass er heute nicht so voll ist. Da steht's. CLZ Kronenplatz. Ein kleines Bushäuschen gibt's auch. Wir werden Bus 830 nehmen zum Bahnhof nach Goslar. Da ist er, 12:19 Uhr. Hier kommt die Übersicht von unserer heutigen Route. Wir starten in Clausthal-Zellerfeld am Kronenplatz im wunderschönen Harzgebirge. Von dort aus geht es dann durch den Wald und durch die Berge nach Goslar. Da ein bisschen nördlich ist Goslar. In Goslar gehen wir dann in Richtung Marktplatz. Das ist rechts. Da kommt unser Bus. Einmal nach Goslar bitte. Wir haben es jetzt in den Bus geschafft und der ist komplett voll. Wir haben noch richtig Glück gehabt, dass wir noch 2 Plätze bekommen haben. Und es kommen immer noch mehr Leute. So sieht es hier aus. Ein super voller Bus. Erster Halt, Zopp. Also die Sitze hier im Bus sind durchaus bequem, aber man muss sich echt festhalten, weil der wackelt ganz schön. Der Marktplatz. Hier ist immer der sogenannte Bauernmarkt. Sehr schön. Jetzt geht's ab in die Berge. Wir verlassen gerade Clausthal-Zellerfeld. Hier gleich ein schöner See. Ob das ein natürlicher See ist oder ob der angelegt ist, das weiß ich leider nicht. Bäume, geht aus dem Weg. Wir wollen den See sehen. Ach, jetzt sehen wir ihn. Da ist so ein Häuschen, also es ist ein Stausee. Unsere Fahrt soll eine halbe Stunde dauern, aber so wie der Busfahrer heizt, brauchen wir wahrscheinlich nur 20 Minuten. Guckt mal, wie schön die Pflanzen sind. Da sind sogar noch lilane Pflanzen bei, aber hier fehlt eine ganze Charge Bäume. Hoffentlich wachsen die noch mal nach. Wir fahren noch ein Stückchen bergauf, damit es danach noch mal wieder runter geht. Normalerweise würde der Bus jetzt hier links abbiegen. Das ist nämlich die lange Route über den Ferienort Hahnenklee. Wir haben aber den Expressbus genommen, mit dem wir direkt fahren. Spart 15 Minuten Zeit. Ach, guck mal hier. Hier sind schöne Bäume. Hier ist es noch grün. Wunderbar. Jetzt geht's langsam runter. Guck mal, wie schön das hier ist. Die schönen Gräser. Da oben fehlen zwar ganz viele Bäume, aber das macht nichts. Tolle Aussicht. So steil ist es hier. Vielleicht haben wir ja Glück und können noch mal die andere Seite sehen, wie weit man da gucken kann. Ah, da sind so viele Köpfe im Weg. Ich
Ich habe gerade erfahren, wir kommen gleich zur Glockenkurve. Das heißt, wir fahren dann um 90 Grad gedreht weiter und können dann die schöne Steilwände sehen. Guck mal, man kann sich hier auch anschnallen. Ist aber schwierig, du. Das geht immer wieder zurück. Jetzt bin ich angeschnallt. Das hat wahrscheinlich noch niemals jemand vorher benutzt. Völlig ungebraucht. Der Anschnaller. Yay. Glockenkurve. Jetzt haben wir eine schöne Sicht. Guckt mal, wie schön steil das hier ist. Na, jetzt hat man ein bisschen freie Sicht auf die schönen Hügel. Alles schön grün, wunderbar. Wir fahren jetzt eine ganz steile 90 Grad Kurve. Oder eher 180 Grad. Boah, der Busfahrer ist irgendwo gegengefahren. Jetzt sind wir schon unten und können hochgucken. Das ging aber flott. Guckt mal, hier ist ein schöner Stoppknopf. Ding, ding. Wir wollen gerne aussteigen. Eigentlich braucht man den Knopf ja nicht drücken, ist ja sowieso die Endstation. Aber er war da, also habe ich ihn gedrückt. Und hinaus. Hier seht ihr noch mal die Sitze. Da sind wir. Da ist unser Bus. Jetzt fährt er erstmal nicht mehr weiter und macht eine Pause. Tschüss, Bus. So sieht es hier aus am Bahnhof in Goslar. Ein kleines provisorisches Reisezentrum. Ein bisschen grün und ganz viele Bushaltestellen. Und hier ist der Haupteingang vom Bahnhof. Schönes altes Gebäude. So sieht es hier aus. Die Busfahrt war ja schon mal nicht schlecht mit der Fahrt durch die Berge. Aber ich möchte euch gerne noch ein paar Orte hier empfehlen. Wir gehen jetzt zum Marktplatz. Das scheint Kunst zu sein. Gefallen sie euch? Ich habe jetzt den Marktplatz erreicht. Ich zeige ihn euch. In der Mitte ist ein schöner Springbrunnen. Und hier links ist ein Hotel. Da habe ich schon mal übernachtet. Das war richtig gut. Dann drehen wir uns ein bisschen weiter. Ein Restaurant. Schaut mal, wie schön die Außenverkleidung mit Schiefer gemacht wurde. Richtig Hammer. Drehen uns ein bisschen weiter. Nächstes Restaurant. Noch eine kleine Straße. Ah, hier wird gebaut. Noch ein Restaurant oder eher ein Café. Und jetzt sehen wir noch eine Art Kirche. Scheint irgendwas mit Gott zu sein. Schön, nicht wahr? Und dort, die Straße, gehen wir jetzt lang. Nach einer langen Busfahrt muss man sich ja auch stärken. Wir haben uns heute für Sushi entschieden. Falls ihr auch gerne Sushi esst, kann ich euch den Laden wärmstens empfehlen. Guckt mal, ich habe Zuschauer beim Essen. Das sind aber schöne große Fische. Guckt euch mal den Kumpel an. Das ist ein super Antennenwels. Er ist riesig. Wow. Schaut euch das mal an. Das wird unser Mittagessen. Hammer. So schön angerichtet. Falls ihr Sushi mögt, seid ihr hier genau richtig. Das Mittagessen ist geschafft. Die ganze Platte ist leer. Mein Bauch ist voll. Ich kann kaum noch laufen, weil ich so satt bin. Das war der absolute Wahnsinn. Richtig lecker. Aber jetzt muss ich ja das Video weitermachen. Ich zeige euch als nächstes die Kaiserpfalz. Dort ist schon ein Schild für den Parkplatz. Er nennt sich Parkplatz Kaiserpfalz. Dies ist die Kaiserpfalz. Ziemlich beeindruckend das Gebäude, findet ihr nicht? Die Geschichte dahinter
die müsst ihr selbst nachlesen. Das ist mir jetzt zu viel. Hier ist schon die nächste Attraktion. Dieser kleine Bach hier, das ist die Gose. Der fließt einmal quer durch Goslar. Und der rauscht so schön. Merkt euch mal den Namen Gose. Den brauchen wir später nochmal für das Finale des Videos. Hier ist noch ein anderer Blickwinkel. Ich habe gerade die Straßenseite gewechselt. Und hier ist alles voll mit schönen Fachwerkhäusern. Goslar ist einfach eine ganz, ganz tolle und schöne Stadt. Dort vorne ist die nächste Attraktion. Das ist der Kirchturm. Das Spannende an dem Kirchturm ist, man kann ihn betreten. Ich glaube, das kostet allerdings 3 € Eintritt, aber es ist jeden Cent wert, wenn ihr oben seid und dann den Ausblick habt. An dem Kirchturm gibt es noch eine Besonderheit. Wenn ihr dort den Glockenturm hochsteigt, dann seht ihr tatsächlich das riesige Uhrwerk. Und das ist total beeindruckend. Also hin dort. Jetzt kommt das Finale unserer kleinen Sightseeing-Tour. Hinter mir ist die Brauerei in Goslar. Oh Wunder, sie heißt Gose. Das ist die Brauerei. Und hier gibt es ein Bier, das seltsamerweise Gose heißt. Ich habe jetzt ein dunkles Gose bestellt. Mal gucken, wie das schmeckt. Aus Erfahrung war es immer gut. Oh, die Lieferung ging recht schnell. Eine halbe Minute hat es ungefähr gedauert. Das ist das dunkle Gose. Das Harzer Urbier. Prosit. Oh ja, das ist ein bisschen süßlich und schmeckt wunderbar. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat meine kleine Tour durch Goslar gefallen und natürlich die Busfahrt auch. Vielleicht macht ihr das ja mal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen.